Bankais, die Geheimwaffe eines jeden Shinigamis. Außer von Eisen, sein Shikai ist stärker als so gut wie fucking jedes Bankai. Naja gut, ist ja aber auch fucking Eisen. Wenn ein Shinigami merkt, dass sein Shikai nicht genug im Kampf ist, so greift dieser zum Bankai, um somit extreme Kräfte freizusetzen. Ihr wolltet wieder ein Bleach-Video, ihr wolltet eine Top-Liste mit Bankais. Also, hier habt ihr sie. Unten in der Beschreibung kommt ihr auch wieder zu einer Umfrage, damit ihr eure Liste erstellen könnt. Ja gut, das war jetzt eigentlich alles. Ach ne, Moment, Spoiler an jeden, der nur den Anime gesehen hat. Hier wird so gut wie in jedem Platz der Manga gespoilert. Also Achtung Spoiler und go mit Platz 13. Bankai! Einer der wenigen Vizekommandanten, welcher schon ein Bankai drauf hatte. Er hatte aber auch keine andere Wahl, weil er Rukia befreien wollte und ohne seine Scouterbrille konnte er keine Kampfkraft mehr messen. Das Bankai fand ich eigentlich immer ganz cool, aber war nie so wirklich stark. Das, was es aber auch nur im Anime gibt, war eigentlich auch nur ein Fake Bankai. Das wahre Bankai heißt nämlich Souo. Das wahre Bankai heißt nämlich Souo Sabimaru. Damit bekommt Renji jetzt nicht wie beim vorherigen Bankai eine zweite große Schlange, sondern bekommt er einen Arm, eine ausfahrbare Klinge und das neue Bankai steigert Renjis Grundfähigkeiten wie Kraft und Geschwindigkeit enorm. Bankai Kakimushire. Der Psycho des Animes hat natürlich auch das merkwürdigste Bankai. Ein Riesenbaby, Wurm, Ding. Damit kann er einen giftigen Nebel erschaffen, welches eine Reichweite von 200 Metern hat. Es ist so gut wie unmöglich, dem Gift zu entkommen und es ist dazu natürlich noch sehr hart und übel am Zerficken. Schon nach kürzester Zeit bei Berührung zerfällt der Körper. Ja, mit Berührung meine ich Berührung. Einatmen ist nicht mal nötig. Aber unser Psycho Mayuri wäre nicht unser Psycho, wenn er sein Bankai nicht modifiziert hätte und jetzt ein schwarzes Riesenbaby als Bankai hätte, welches einen auf den Gegner angepassten Konjiki Ashisogi Jizo produzieren kann. Es nennt sich Konjiki Ashisogi Jizo Makai Fukuin Shotai. Naja, gar nicht mal so lang und scheiße. Bankai. Das stärkste Eis-Zanpakuto hat natürlich ein Eisbankai. Toshiro kriegt hierbei Eisflügel und seine Eisattacken werden dadurch noch kälter und stärker. Aber das ist noch nicht alles. Wenn die Zeit abläuft und seine hinteren Eis-Timer zerplatzen, geht das Bankai nicht aus, sondern verwandelt er sich in seine komplette Form, in welcher er nun der Ultra-Oberficker ist, groß geworden ist und ein absoluter Frauenheld obendrein. Elson kann nun mit einer einfachen Handbewegung oder mit Berührung seines Schwertes Objekte in einem Hauch einer Sekunde einfrieren. Und alles, was eingefroren ist, ist zwar lange haltbar, verliert aber die Vitamine und leider auch all die Fähigkeiten. Ach, und wenn man Hitsugaya in dieser Form auch nur berührt, dann wird man auch schockgefroren. Und wenn er sich 4 Sekunden lang auflädt, dann kann er alles, was vor ihm ist, direkt instant einfrieren lassen. Absolut overpowered? Definitiv. Er ist allerdings so weit hinten hier in dieser Liste, weil es sehr lange dauert, bis er diese komplette Form annehmen kann. Könnte er sofort, dann wäre er definitiv viel weiter oben. Bankai Kamishini no Yari. Superschnelles, superstarkes Schwert, womit Gin innerhalb einer Sekunde eine ganze Stadt zerschnitten hat. In nur 0,08 Sekunden kann er seine volle Länge von 13 Kilometern erreichen und in nochmal 0,08 Sekunden wieder zurück sein. Aber auch das ist wieder nicht alles. Das wahre Fiese an diesem Dolchus Maximus ist, dass dieser sich in Staub verwandeln kann, während es sich verlängert. In seinem Schwert gibt es dann auch noch so ein schönes Gift, welches die Zellen seines Gegners zerstört, weswegen er ein Stück seines Schwertes in dem Gegner lassen kann. Das Gift lässt dann den Gegner von innen heraus auf zelluläre Ebene zerbrechen. Kitaka. Urahara Kisuke. Ich weiß ja auch nicht so genau, ob ich mich mit diesem Bankai zufrieden geben sollte oder nicht. Irgendwie lahm, irgendwie aber auch nicht.
Wobei ein Verhandlungsbankai irgendwie besser wäre, was ja eigentlich so die Theorie war. Naja, dennoch ist es extrem stark. Dank Kanonbiraki Benihime Aratame kann Urahama alles aufschneiden und alles wieder zusammennähen. Auch seine Verletzungen und explodierte Augen. Ja, fragt nicht, Naruto hat das aus nichts geschaffen, also kann sich Urahara die Augen ja auch wieder zusammennähen. Hier haben wir jetzt die Eiskönigin. Ich finde das Bankai stärker als das von Hitsugaya, weil es einfach um einiges schneller einsetzbar ist. Natürlich hat es auch seinen Haken, nämlich ist es ziemlich riskant, von diesem Tiefpunkt der Kälte sich wieder aufzuwärmen. Wenn sie sich zu schnell aufwärmt, dann stirbt sie. Macht sie nur einen kleinen Fehler bei diesem Bankai, dann stirbt sie. Es ist auch ein One-Hit-KO-Bankai, welches alles in dem Bereich von ihrem Bankai auf einen absoluten Gefrierpunkt bringt und den Gegner dann zerbrechen lässt. Also schöne minus 273,15 Grad Celsius. Bankai Senbon Sakura Kageyoshi. Auch sein Bankai wurde nach dem Besuch der Division 0 um einiges stärker. Sein Bankai ist sehr vielfältig. Er kann ganz in die Offensive gehen und damit etwas seine Defensive vernachlässigen oder aber auch voll in die Defensive gehen, wie es zum Beispiel Gaara macht. Er kann mit seinem Senkai eine gigantische Fläche abdecken und mit all seinen Schwertern gleichzeitig den Gegner angreifen. Es ist so gut wie unmöglich, dem auszuweichen. Allerdings hat dieses Bankai auch noch so seine Schwächen. Es kann verhindert werden, indem man das Schwert nicht in den Boden versinken lässt oder das Schwert mit Kleidung umwickelt, und es gibt einen Punkt direkt bei Byakuya, das ist irgendwie der tote Winkel oder der tote Punkt von diesem Bankai, in welchem Byakuya sich selbst verletzen wird, wenn er weiterhin angreifen würde. Ich mag seine Fähigkeiten einfach extrem, so wie Gaara mit dem Sand. Finde ich nice. レアーズの消費を心配してくれてるなら大丈夫だから。黒崎さん、よろしければ私が前を走りましょうか。はい、お願いします。 Sieht ja sehr lieb und unschuldig aus. Ist aber im Endeffekt wahrscheinlich noch mehr so ein Psychotyp als Simsala. Leider kam ihr Bankai bisher auch nur im Manga vor und ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht im Kampf gegen Yevach direkt beim ersten mitgemischt hat. Ihre Heilfähigkeiten sind auf einem anderen Level und ihr Bankai und ihr Shikai, das ist ebenfalls auf einem anderen Level, und ihre Skills insgesamt, sie ist einfach auf einem anderen Level. Neben Kenpachi war sie dort einfach, und natürlich Genryusa Yamamoto, die stärkste von all diesen Divisionen, außer Division 0 jetzt abgesehen. Ich meine, dieses verdammte Bankai und überhaupt, sie war so fucking overpowered. Sie konnte Kenpachi Saraki hunderte Male, wenn nicht sogar tausende Male töten und hunderte Male, wenn nicht sogar tausende Male wieder zum Leben erwecken, ohne dass er es so wirklich gemerkt hatte. Das war auch nur ihr Shikai. Ihr Bankai ist wahrscheinlich nicht weit vom Shikai von der Fähigkeit her entfernt. Es wird sie wahrscheinlich noch um so einiges besser heilen lassen, vielleicht so ein Tsunade-Trick mit diesem komischen Siegel auf der Stirn, und ich schätze mal, dass sie alle jemals erhaltenen Wunden des Gegners wiederholen kann oder einfach so eine Säure oder so etwas vom Körper einfach erscheinen lässt, was das Schmelzen von Kenpachi und Unohana erklären würde. Ja, ich weiß, auch hier ist sehr wenig darüber bekannt. Nur, dass er eben ein absolut wild gewordener Ficker wird. Er kann seinen Bankai leider nicht so wirklich kontrollieren, weswegen sein Körper sehr starken Schaden nimmt, sodass er sich quasi selbst zerreißt, und er geht in dieser Form in so einer quasi Berserker-Modus über, ohne wirklich noch klar denken zu können, ähnlich wie zum Beispiel bei den Saiyajins die Ozaru-Form. Die Ozaru-Form kann man aber kontrollieren lernen, also warum auch nicht dieses schicke Bankai? Dieser Kerl ist der fucking Teufel himself. Mega epischer Typ. Schade, dass Bleach am Ende so gerusht wurde. Ich würde mir sein Bankai wirklich in voller Blüte mal reinziehen wollen. Bankai!
Auch hier recht wenig drüber bekannt. Ichigo wird hier um ein Vielfaches stärker und schneller und er kombiniert dies auch noch mit seinem inneren Hollow, weswegen er noch stärker und schneller wird. Selbst Yhwach hatte Angst vor seinem Bankai, weswegen er Ichigos Schwert zerstört hat. Leider aber, wie gesagt, nicht so wirklich viel bekannt, nur dass er, wie vorher auch schon, extrem viel stärker wird. 室ヶ谷隊長は天才だからね。あと100年もしたら追い抜かれちゃうと思うよ。そうか。それじゃあ今はまだあんたの方が強いってことだ。 Die Show ist eröffnet für Shunsuis Bankai, welches ebenfalls nur im Manga aufgetaucht ist. Es hat insgesamt 4 Akte und wenn diese vorbei sind, ist der Gegner eigentlich auch schon so gut wie tot. Außer du hast Cheats, genau wie sein Gegner, der das rein zufällig abbekommen hat. Der erste Akt. Erhalte jede Verletzung, die du deinem Gegner zugefügt hast und umgekehrt. Der zweite Akt. Hat man sich in dem ersten Akt selbst verletzt, so kriegt man jetzt aus Reue eine unheilbare Krankheit und somit wird man zu einem Dalmatiner. Der dritte Akt. Wegen der Reue in Akt 2 möchten die Erkrankten sich jetzt ertränken. Sie sind jetzt so lange unter Wasser, bis das Reiatsu erloschen ist und sie sterben. Und der letzte Akt. Akt 4. Nun köpft Shunsui seinen Gegner bzw. schneidet er ihm die Kehle auf, was eine Frau symbolisieren bzw. repräsentieren soll. Ja, das repräsentiert eine Frau wirklich sehr gut. Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen. Und Shunsui wird dadurch quasi gerettet, weil nur eine Frau ihn irgendwie retten kann und irgendwie soll das dazugehören. Allerdings hat das natürlich auch so seine Schwächen. Zumal ist sein Zanpakuto ziemlich launisch und dann macht das Bankai auch noch keinen Unterschied, ob nun gerade Freund oder Feind in der Nähe ist. Sein Bankai hat eigentlich so mit seiner gesamten Fähigkeit zu tun. Wörter, vor allem sein Name und die Farbe schwarz. Hast du etwas Schwarzes an dir, bist du komplett am Arsch und sagst du Ichibes Name, dann bist du ebenfalls am Arsch. Glückwunsch. Er kann mit seinem Shikai ein schwarzes Mausoleum erschaffen, womit er den Gegner verbannt und sein Bankai ist eine weiße Farbe, womit er dir einfach einen neuen Namen gibt und du dann die Fähigkeiten von eben diesem Objekt oder diesem Tier oder diesem sonst etwas übernimmst. Nun stellt euch nur mal vor, er schreibt auf euch Sakura drauf und zack, schon heult ihr nur noch rum und ihr seid zu nichts mehr zu gebrauchen. Das offiziell stärkste Bankai ist natürlich von dem offiziell stärksten Shinigami, der jemals gelebt hat. Hätte Wonder Weiß nicht das Zanpakuto von Yamamoto versiegelt, dann wäre Aizen definitiv am Arsch gewesen. Durch seine Flammen und seiner Hitze hat er eine perfekte Verteidigung und einen perfekten Angriff. Es ist auch offiziell das stärkste Bankai und, naja, weil es halt so zerstörerisch ist, setzt Yamamoto dieses Bankai so gut wie nie ein. Wenn er sein Bankai aktiviert, gehen alle Flammen von ihm in sein Zanpakuto, weswegen dieses verkohlt aussieht. Ist das Bankai aktiviert, so verdampft auch alles Wasser und alles vertrocknet im Umkreis von Kilometern. Sein Bankai unterteilt sich in 4 Himmelsrichtungen. Erst kommt der Osten. Warum auch immer. Die gesamte Hitze konzentriert sich auf die Schneide seines Schwertes, weswegen sich bei Berührung absolut alles auflösen würde. Eigentlich reicht das ja schon so von der Stärke her. Dann kommt Stufe 2. Der Westen. Das ist die absolut gefährlichste Technik von seinem Bankai. Hier umhüllt er sich mit seinem Reiatsu und wird mal eben 15 Millionen Grad Celsius heiß. Das wirklich fiese hier an dieser Westentechnik ist, dass man dieses flammende Reiatsu nur sieht, wenn er möchte, dass man es sieht. Absolut heftiger Opa, aber ich würde das auch jedem zeigen. Ich meine, das sieht episch as fuck aus. Und man ist sowieso tot, also von daher. Die dritte Stufe ist der Süden. Damit beschwört er Edo Tensei-like alle die er mit seinem Zanpakuto getötet hat. Für mich eigentlich die schwächste Stufe von seinem Bankai. Und die letzte, die 4. und finale nördliche Stufe. Hiermit schwingt er einmal mit seinem Schwert, welches so eine Hitze mit diesem Schwung abgibt, was alles in diesem Schwall komplett zu nichts einfach auflöst. So Freunde, das war jetzt meine Liste der Top 13 stärksten Bankais aus Bleach. Wie eure Liste aussehen würde, könnt ihr mitentscheiden, wenn ihr unten in die Beschreibung geht und dort dann die Abstimmung macht. Natürlich könnt ihr auch oder halt nur eure Top 5 Bankais unten in die Kommentare schreiben. Das war es jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. In der Beschreibung findet ihr wie immer den Merch-Link, Twitter, Instagram und Discord. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.